Herzlich willkommen in der Buchholzmühle. Ich bin Martin. Und ich bin Katrin. Als wir vor einigen Jahren ein Zuhause für uns und unsere 6 Kinder suchten, sind wir hier bei einem alten Jagdhaus fündig geworden. Ja, das war ziemlich heruntergekommen und diente in DDR-Zeiten als Genesungsheim. Aber wir haben was Schönes draus gemacht und würden euch das heute gerne zeigen. Ja, kommt rein. Als wir das erste Mal in diesen Raum kamen, mitten im Haus, war ich total beeindruckt. Dachte ich, wow, so ein schöner, riesiger Raum, völlig überrascht. Oben das Tageslicht kommt herein in diesen Raum. Es ist unheimlich viel Platz, aber ich habe auch gleich gesehen, hier gibt es viel zu tun. Aber was uns am meisten beeindruckt hat, waren diese 6 Zimmer, die es hier oben auf der Galerie gibt. Und dass es genau für unsere Kinder ausreichend viele Zimmer sind. Ja, wir hatten sicherlich ein Jahr lang bestimmt 10 Häuser angeschaut, bis wir das Passende gefunden haben. Und Wohnungen gibt es überhaupt gar nicht in der Größe, dass jedes Kind ein Zimmer haben kann. Und waren dann so glücklich, aber auch ängstlich, ob wir das wirklich schaffen hier. Die Renovierung und der Umzug und die Kinder. Also wir mussten nie so richtig auf der Baustelle direkt wohnen, ne? Ja, wir konnten ausweichen auf in andere Räume, wenn wir was renoviert haben. Wenn wir ein Zimmer renoviert haben, dann blieb da die Tür zu und dann haben wir das Zimmer gemacht und anschließend konnte dann das Kind dann dort einziehen. Und so ging es immer reihum und ringsum. In diesem Raum sieht man eigentlich sehr schön die Bauweise des Hauses. Es ist ja ein Holzhaus in Fertigteilbauweise errichtet, 1932. Und man muss sich vorstellen, damals, das Haus war innerhalb eines halben Jahres fertig gebaut. Ein halbes Jahr hat man nur gebraucht, um es zu bauen. Und man sieht es sehr schön an diesen einzelnen Elementen, diese Platten an der Wand und auch an der Decke hier erkennbar. Die Stöße sind immer zwischen den Platten mit Holzleisten abgedeckt. Und diese Bauweise setzt sich im ganzen Haus fort, ist an vielen Stellen bis heute noch erkennbar. Der Bauherr hat das Haus im Stil der 20er Jahre errichten lassen, weil das wohl seinem Geschmack entsprach. Und wir haben auch versucht, dann Stück für Stück dieses Haus in diesen 20er Jahren auch einzurichten. Zur Vertragsunterzeichnung war dann auch extra die Enkelin des Erbauers des Hauses, dieses Herrn Dr. Kramer, aus England angereist. Ja, und als wir sie vor einigen Jahren besucht haben in England, da haben wir dieses wunderschöne Stück, für uns ganz wertvolle Stück, diesen Pokal überreicht bekommen, mit der Buchholzmühle drauf. Inzwischen sind unsere Kinder natürlich alle schon groß und erwachsen und haben teilweise auch selbst schon Kinder. Mittlerweile haben wir auch schon Zimmer wieder umgebaut, dass wir für die Enkelkinder jetzt auch ein Zimmer hergerichtet haben und das alte Spielzeug alles wieder akquiriert haben. Ja, und dazu musste eben einiges auch wieder verändert werden. Da sind wir immer dabei, immer im Flow, und wir haben aber auch immer wieder Lust, ganz viel auch umzubauen. In dem ganzen Haus waren so eine schönen alten Fenster eingebaut, die aber ganz viel Farbe, ich weiß nicht, 8, 9 Schichten Farbe drauf hatten. Und die gingen gar nicht mehr zu. Also es zog an allen Ecken und Kanten und unsere Vorgänger hatten schon überall Servietten in die Fenster reingedrückt. Das war so eine Notmaßnahme wahrscheinlich. Ja, und alle sagten, die Fenster müssen raus, die müssen neu. Dann haben wir mal einen Kostenvoranschlag gehabt, da bin ich fast in Ohnmacht gefallen und habe gedacht, Mensch, die alten Fenster müssen doch zu retten sein. Und letzten Endes habe ich die alle auseinandergenommen, mit diesem Fenster angefangen. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Farbe abgebrannt, abgeschliffen, neu
Scheiben eingesetzt, wenn es ging, die alten auch genommen und wieder neu verkittet. Ja, und dann schön mit Wachs und Öl nur behandelt, sodass man sie immer wieder einfach auch nur überstreichen braucht, falls das mal von der Sonne ein bisschen ausgeblichen wird. Mittlerweile habe ich 68 solcher Fenster gemacht hier auf unserem gesamten Gelände und wir finden, das hat sich richtig gelohnt. Ja, das ist jetzt das Bad in der oberen Etage, was dann die Kinder nutzen und genutzt haben. Und insgesamt ist es eins von 13 Bädern, die wir hier auf unserem Gelände gebaut haben, mein Mann und ich. Ja, und dann ist sogar noch ein Nähzimmer für mich bei rausgesprungen. Ja, das war ja mal ein ursprüngliches Jagdhaus und deshalb hingen hier auch ganz viele Geweihe und Felle. Aber wir haben das deutlich reduziert und stattdessen unsere Ahnen über ein paar Jahre gesammelt und die auch wieder schön eingerahmt. Und da ist jetzt hier viel von Martins Seite und hier ist eher meine Seite mit den Vorfahren. Und hier gibt es noch ein ganz schönes Foto von meiner Oma. Und mein Großvater hat auch dieses Foto gemacht, da höre ich sie auch noch zu erzählen. Und hier ist auch noch mal meine Oma, ein schönes Bild, da war sie mal beim Fotografen mit einer schönen Perlenkette. Ja, und dann sind jetzt hier auch wieder alle Lieben vereint, die Kinder und unsere Vorfahren. Und wir sind ja auch noch da. Ja, und hierhinter verbirgt sich ein Stück Geschichte der Buchholzmühle. Das ist die Bibliothek des Genesungsheims. So eine Art Kurheim war dies ja mal über viele Jahrzehnte. Ja, hier sind auch noch diese alten Karten drin. Ja, und das finden wir ist ein richtig schönes Stück Geschichte, was wir auch hier einfach an diesem Platz belassen haben. So. Wir befinden uns ja jetzt hier bei uns im Keller, aber auch in der Nähe von Dessau. Und da gibt es beispielsweise die Meisterhäuser vom Bauhaus und die haben den gleichen Weinkeller, zumindest in einem der Meisterhäuser ist er zu finden, wie wir ihn hier unten auch eingebaut bekommen haben in den 30er Jahren. Jo. Jetzt sind wir hier unten in der ehemaligen Küche vom Genesungsheim und da wurde in den 60er Jahren dieser Fahrstuhl eingebaut, den wir auch immer noch benutzen. Da wurde das Essen damals aus der Küche rüber hoch in die Speiseräume gefahren. Und manchmal mache ich auch meinem Mann eine Freude, benutzen ihn einfach nur mal so. Kann man auch klingeln. Dann weiß mein Mann, jetzt kommt was für mich. Prost. Und nebenan, leider heute nicht mehr zu sehen, war die Mühle, eine Wassermühle. Wir sind hier auf einem Wassermühlengrundstück. Der Fluss, die Rossel, hat die Mühle angetrieben. Im Mühlenhaus, da betreiben wir nun schon seit 18 Jahren eine kleine Pension. Am Anfang war es ganz schlimm, dass wir dachten, jetzt noch so ein Haus mit vielen, vielen Fenstern auch wieder. Und es regnete durch und war innen, der Putz fiel ab. Aber wir haben einfach angefangen und ein Zimmer schön gemacht. Und da kamen dann auch wieder antike Möbel rein, die wir aufgearbeitet haben in der Werkstatt. Und Martin ist mittlerweile Spezialist in Naja, Fliesen und Mauern und solche Sachen, ja. Ja, und die ganzen Holzarbeiten und das mache ich. Oder habe ich dann auch gemacht. Das Malern machst du. Und Malern mache ich, ja. Und da ist unsere Pension drin mit ungefähr 14 Zimmern.
die alle ganz gemütlich sind und im Stil der 20er Jahre eingerichtet sind und natürlich sich auf Gäste freuen. Das war unsere Roomtour durch die Buchholzmühle in der Nähe von Dessau. Und wenn ihr weitere Roomtouren anschauen wollt, dann klickt hier oder hier. Tschüss. Tschüss.